Ja, grüßt euch Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Wir wollen euch heute in diesem Video mal ein kleines Nubila-Update geben. Das heißt, was hat sich seit unseren letzten Videos da getan, was das Netzwerk angeht? Wie geht es weiter? Wie entwickeln sich die Preise etc. etc. Ja, wir sind jetzt hier auf der Website nubila.ai. Das ist sozusagen die offizielle Website vom Produkt bzw. vom Deepin-Projekt. Bitte schaut auch nochmal hier selber nach. Bitte do your own research, das ist ganz wichtig. Informiert euch bitte zusätzlich selbst. Ja, sorry für meine schlechte Aussprache. Leider bin ich momentan etwas erkrankt. Von daher versuche ich trotzdem mal, uns quasi durch das Video durchzulocken. Ja, was ist Nubila? Das erkläre ich euch natürlich auch gleich, beziehungsweise wird halt eben hier auch auf der Website erklärt. Ich sag's mal ganz grob, Nubila ist ein Wetternetzwerk, also ähnlich wie bei WeatherXM, wo ihr euch sozusagen eine Wetterstation zu Hause installiert. Diese Daten werden dann öffentlich gemacht, beziehungsweise können auch gekauft werden. Es gibt dafür auch wie bei anderen Wetternetzwerken eine Belohnung. Hier sind sozusagen Nubi-Token. Bei WeatherXM sind es halt WXM, hier sind es Nubi-Token, die halt eben für euch als Belohnung ausgeschüttet werden, weil ihr halt eben dementsprechend an dem ganzen Netzwerk mit teilnehmt. Hier wird das Ganze nochmal erklärt. Ich denke, wir gehen das nochmal durch für alle, die jetzt dementsprechend noch keine Erfahrung damit gesammelt haben. Also seht hier nahtlose Datenintegration, was halt eben so ein klassisches Deepin-Netzwerk auch mitbringt. Ein Ökosystem ist hier mit am Start. Hier so ähnlich sieht die Station auch aus. Mal gucken, ob wir ein paar Live-Bilder noch rankriegen. Sofortige genaue Erkenntnisse. Das heißt, die Nubilas werden halt eben oder liefern die Informationen. Eine KI kann halt eben dann auch grob hoch und runter rechnen, was das allgemein bedeutet, etc. Offener Datenzugriff, also die ESG-Daten, die halt eben auch Nubila Station quasi erzeugt, können halt eben abgerufen werden. Die Daten werden auch dementsprechend verkauft. Ja, und so läuft das Ganze. Hier seht ihr nochmal, wie es funktioniert. Mühelose Datenerfahrung, das heißt, ihr installiert quasi diese Nubila-Station, sieht so oder so ähnlich aus. Einblicke in Echtzeit, das heißt, die Daten werden in Echtzeit dementsprechend übers Internet auch weitergeleitet. Lohnende Datenerfassung, das ist wahrscheinlich so für die meisten so der Knackpunkt in der ganzen Geschichte. Das heißt, ihr bekommt Nubi-Token dafür, dass ihr dementsprechend die ESG-Daten zur Verfügung stellt. Das macht quasi eure Makro. So heißt das Teil. Globales Datennetzwerk, hier seid ihr halt eben Teil davon, wie ich es ja eben schon mal im Kontext erwähnt hatte. WeatherXM ist quasi was Ähnliches. Hier haben wir noch eine KI-gestützte Präzision. Das heißt, hier wird halt eben auch skaliert etc. Und proaktive Vorhersagen, das ist halt eben auch relativ wichtig. Es gibt ja einige Branchenzweige, die halt eben mit Wetterdaten arbeiten, von Wetterdaten leben sozusagen, beziehungsweise die Prognosen auch dementsprechend Einfluss auf unterschiedliche Geschichten quasi haben. Von daher ist meines Erachtens nach Nubila auch ein richtig gutes Netzwerk, sage ich mal bis jetzt. Gleich eins vorweg, was Nubila letztendlich abwürfen wird am Tag oder pro Monat, kann ich euch leider noch nicht sagen. Ja, wir werden es halt eben sehen. Wir sind aber halt eben hier im Projekt mit drin. Ich warte quasi auch auf meine Nubila-Station. Und sobald das Ding da ist, gibt es ein Unboxing etc. Da wisst ihr Bescheid. Ich weiß, dass auch viele von euch halt eben dabei sind. Wir gucken auch hier nochmal quasi in die Meilensteine rein. Also Q3 habt ihr gesehen, Geräte Vorverkauf. Läuft aktuell noch, viertes Quartal. Seht ihr hier Produktlieferung. Das heißt, es wird jetzt dieses Jahr, wenn ich das richtig mitbekommen habe, auch noch die Geräte geben. Ich weiß, dass die erste Batch schon raus ist. Das heißt, die ersten Geräte sind schon raus. Da waren wenige im europäischen Bereich dabei, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Also wir sind auch nicht mit am Start. Wir haben es auch nicht gekriegt. Und ihr seht halt eben, hier geht es weiter. Ja, und das ist halt eben das, was ich halt eben finde, was das Netzwerk relativ interessant macht. Ja, hier werden nochmal die Missionen aufgezählt von Nubila selbst. Das heißt, man hat sich hier wirklich Gedanken drüber gemacht, womit kann man halt eben damit quasi einen Use Case erzeugen. Ihr seht zum Beispiel hier bei Unternehmen mit genauen Wettervorhersagen, Klimadaten können Unternehmen ihre Betriebsabläufe anpassen, wetterbedingte Verluste minimieren etc. Regierungsbehörden können die Daten von Nubila nutzen, um Katastrophenvorhersage zu verbessern und so weiter und so fort. Ihr seht halt eben, dieser Use Case ist hier definitiv vorhanden. Die andere Geschichte ist halt aber auch eben immer,
Die Daten müssen auch gekauft werden. Das heißt, das Marketing muss halt eben stimmen, dass auch zum Beispiel Behörden, Regierung, Gemeinschaften, Unternehmen auch die Daten von Nubila kaufen. Das ist wichtig. Ihr seht es ja wahrscheinlich gerade bei Weser XM, da ist es ein bisschen stockend aktuell, obwohl es halt eben eine relativ große Deepin ist. Das hängt halt eben immer so ein bisschen davon ab. Ja, wir switchen mal in die sozialen Medien rüber sozusagen. Ihr seht hier Nubila bei X beziehungsweise ehemals Twitter. 84.000 Follower aktuell. Hier seht ihr mal, es ist ein bisschen was los. Marco hatte ich ja eben schon erwähnt. So heißt das Teil. Das heißt, Marco heißt letztendlich der Miner, der halt eben für die ESG-Daten für zuständig ist. Ihr seht hier in den sozialen Medien ist ganz schön was los. Das heißt, hier ist auch regelmäßig was. Hier werden auch Updates gegeben und so weiter und so fort. Mein Tipp ist immer, einfach mal so ein Projekt letztendlich auch folgen. Ja, das heißt, hier werdet ihr immer zuerst oder meistens zuerst informiert, wenn zum Beispiel zu einem Airdrop kommt oder zu einem Token Generation Event etc. Einfach mal so ein Projekt, wie gesagt, folgen. Ansonsten einfach unseren Kanal folgen, Abo nicht vergessen, Kanal abonnieren. Wir informieren euch immer, soweit wie es geht, über die Projekte, wenn wir Neuigkeiten haben. Ja, Support ist mir auch immer relativ wichtig, was solche Projekte angeht. Ihr seht hier, es gibt einen ausführlichen Discord-Kanal über, beziehungsweise Nubila. Das bedeutet, hier gibt es immer Announcements, das heißt regelmäßige Updates. Hier werden auch nochmal die Tweets quasi veröffentlicht. Es gibt offizielle Links dazu. Es gibt eine Roadmap sozusagen oder auch nicht. Ja, und es gibt halt eben Chats, wo ihr eure Fragen quasi stellen könnt, wenn ihr irgendwelche Probleme habt etc., kann das alles hier im Chat gepostet werden. Und natürlich gibt es das auch in unterschiedlichen Sprachen. Ihr seht zum Beispiel hier, Deutsch ist auch mit am Start, das heißt, hier sind auch einige Deutsch sprechend dabei. Ich habe auch schon gesehen, dass der eine oder andere Abonnent von uns mit am Start ist, beziehungsweise auch derjenige, beziehungsweise diejenigen, die bei uns mit im Telegram dabei sind. Ja, und wo wir gerade beim Thema Telegram sind, noch einen kleinen Shoutout in unsere Gruppe. Also wir haben ja quasi unseren kleinen Telegram-Channel, sage ich mal, 255 Mitglieder sind es aktuell schon. Hier wird auch unter anderem das Thema Nubila behandelt. Das heißt, wir haben hier quasi einen Chat, wo ihr euch mit anderen drüber unterhalten könnt, die Nubila bestellt haben, beziehungsweise Nubila bekommen, auch andere Wetternetzwerke wie Weser XM etc. Nichtsdestotrotz ist es immer wichtig, auch halt eben im Projekt selber mal in den Discord reinzugehen. Viele Fragen werden hier wahrscheinlich schneller beantwortet werden können, wie in unserem Telegram-Kanal. Ja, nichtsdestotrotz, wer Bock hat, kommt einfach rein, kostet euch nichts. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung beziehungsweise im ersten Kommentar. Ja, last but not least, es ist ja auch kein Geheimnis, dass die Geräte teurer werden im Laufe der Zeit. Wir können ja mal gucken, ob wir hier eine Information haben zum Vorverkauf. Oh, hier sind ein paar Bilder drin. Vielleicht werde ich das ein oder andere Bild für den Thumbnail verwenden. Ich denke schon. Und zwar habt ihr einmal die Möglichkeit, hier direkt auf Nubila dementsprechend zu bestellen. Die andere Möglichkeit ist bei unserem Partner Enchantment eine Nubila Marco Weather Note zu bestellen. Seht ihr hier, kostet aktuell 293 Euro. Ich habe natürlich noch einen Rabattcode für euch am Start, wo ihr nochmal knapp 30 Euro sparen könnt. Das heißt, wenn ihr euch mit dem Code CryptoStars das kauft, kriegt ihr nochmal, seht ihr hier, 264 Euro. Da kommen nochmal, glaube um die 8 Euro Versand mit dazu, je nachdem, wo ihr wohnt. Ja, das heißt, 264 Euro wäre jetzt der Preis für euch. Wie gesagt, Promocode ist CryptoStars. Was wichtig ist, ihr seht hier nochmal die Punkte. Alle, die zwischen den 18. September und 18. Oktober bestellt haben, kriegen hier dementsprechend 5250 Punkte. Das bedeutet, auch die, die davor bestellt haben, werden irgendwann im Laufe der Zeit die E-Mail mit den Punkten bekommen. Die können dann später eingelöst werden. Wenn ich genau weiß, wann, wo und wie die eingelöst werden können, gibt es natürlich nochmal Video dazu. Wir befinden uns jetzt aktuell in dieser Batch 19. Oktober. 19. Oktober bis 18. November. Das heißt, es gibt 4090 Punkte dazu. Die Preise, die ihr hier seht, das sind in Anführungsstrichen die Preise vom Hersteller. Das heißt, hier kommt noch ein bisschen Mehrwertsteuer drauf und eine Einfuhrumsatzsteuer. Das heißt, dann kommt man in etwa auf diesen Preis. Ja, das heißt, die müssen ja quasi im Ausland bestellt werden, gekauft werden.
Hier kommt die Einfuhrumsatzsteuer dazu. Das heißt, die kommt nochmal hier drauf, beziehungsweise auch ein Teil von der Mehrwertsteuer. Deswegen wundert euch bitte nicht, warum dieser Preis abweichend ist von dem Preis. Weil bei diesem Preis ist halt eben alles inklusive Mehrwertsteuer, Einfuhrumsatzsteuer etc. Das sind halt eben die Herstellerpreise sozusagen. Ihr seht, bis 18. November habt ihr noch Zeit. Danach wird auch dieser Preis ein anderer sein. Das heißt, da geht es dann in die nächste Stage über sozusagen. Das heißt, es wird dann teurer und ab 18. Dezember gibt es halt eben auch keine Punkte mehr dazu. Was vielleicht interessant ist für euch noch im Lieferumfang, ist ein Solarpanel enthalten, mit dem das Gerät je nach Wetterbedingung mindestens 2 bis 5 Jahre betrieben werden kann. Die Batterien allein hält einzige Ladung 3 bis 7 Tage. Das heißt, ein kleines Solarpanel ist sozusagen mit dabei. Und ihr habt halt eben die Möglichkeit, hier bei unserem Partner im Champion eine Pre-Order zu machen. Das heißt, ihr seht es auch nochmal, Auslieferung ab November bestellen wir nach dem Come-First-Serve-Prinzip bearbeitet. Heißt so viel wie wer zuerst kommt, mal zuerst. Derjenige, der zuerst seine Bestellung aufgegeben hat, wird auch zuerst sein Nubila-Gerät hier dementsprechend bekommen. Ja, jetzt haben wir genug Werbung gemacht. Wir switchen nochmal zurück zum Projekt sozusagen. Also, falls es heute für euch interessant ist, dann steigt einfach mit ein. Aktuell sind die Hardwarepreise meines Erachtens noch halbwegs tragbar. Wie gesagt, nubila.ai ist die Website. Es ist auf gut Deutsch gesagt ein Wetterdiepen-Netzwerk sozusagen, was halt eben meines Erachtens noch sich lohnen könnte. Ich möchte euch nicht garantieren, dass es sich lohnt. Ich weiß nicht, wie viel der Token wert sein wird, beziehungsweise wie viel letztendlich bei rumkommt am Tag oder Monat. Ja, das ist natürlich absolut fraglich. Allerdings, ich sag mal, bei dem Preis, wenn man jetzt andere sieht, wir haben jetzt hier einen Einstiegspreis von mit unserem Promo-Code von 264 Euro. Versa XM war deutlich teurer, nur um jetzt mal einen kleinen Vergleich herzuziehen, sozusagen. Ja, Leute, das war's von mir. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch was. Bis die Tage. Bis später. Ciao.